Heute gibt es ein kurzes Basic-Video über Zwetschgen. Falls du es noch nicht weißt, Zwetschgen ist eine Unterart der Pflaume. Die ist meistens ovalförmig, also so eierförmig. Wird viel für Kuchen, Marmelade und Eingemachtes genutzt, aus dem einfachen Grund, dass sich der Kern sehr gut entfernen lässt. Und auch, dass sie, wenn sie warm gemacht wird, nicht ganz so viel Flüssigkeit verliert wie eine normale Pflaume. Ich zeige dir jetzt gleich noch, wie man die Zwetschgen am einfachsten entkernt und wie man sie auch perfekt schneidet für einen Zwetschgenkuchen, dass das auch was aussieht. Und ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, was du mit den Kernen machen kannst, denn auch diese musst du nicht unbedingt wegwerfen. Zum Waschen nutze ich eigentlich immer die Unterteile der Salatschleuder, weil du dann einfach nicht so viel Wasser verschwendest und so hast du gleich alles in einem. Also einfach nur kaltes Wasser drauf füllen. Die Zwetschgen da drin ein bisschen wenden, da musst du dir auch keine Sorgen machen, die sind nicht so empfindlich wie Erdbeeren oder Himbeeren. Das sind eigentlich robuste Kerlchen. So, meistens relativ schnell sauber. Einfach abtropfen lassen. In die Schale schneide ich mir jetzt gleich die Zwetschgen rein. Natürlich wie immer für die Kerne ein Zewa, damit alles schön sauber bleibt. So, dann zeige ich dir hier in der Zwetschge, wie du sie am besten für den Kuchen schneidest. Hier ist der Stielansatz, von dem aus geht immer so eine Mitte lang. Du fängst in dieser Längsmitte quasi auch in der Mitte an, gehst einmal um die ganze Zwetschge drumherum, wieder bis zum Stielansatz, gehst dann ganz oben an der Spitze nochmal in der Mitte drüber, dass du wie so ein Kreuz hast, klappst sie dann auf und hast einen top sauberen Kern draußen. Und jetzt hast du hier oben so 4 kleine Spitzen. Damit sieht dann auch dein Zwetschgenkuchen super aus. Also das wäre meine Empfehlung, wenn du einen Zwetschgenkuchen machst. Und im Endeffekt hast du sie auch so jetzt schon super entkernt. Wenn du sie einfach für Kompott entkernen willst, würde ich einfach immer über den Stielansatz in der Mitte einfach durch und Kern raus. Das war es dann eigentlich schon zum Thema Zwetschgen. Wenn du ein Rezept für Zwetschgen suchst, verlinke ich dir eins hier oben. Ansonsten, ach so, wegen den Kernen wollte ich ja noch verraten, aus den Kernen kann man super Amaretto machen. Vielleicht probiere ich es auch jetzt selbst mal aus. Ich habe ehrlich gesagt selbst noch nie gemacht. Und werde dir dann die nächsten Tage noch ein Video dazu verlinken. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.